Amen. In the last few classes, we've been discussing Jacob's time of trouble. In den letzten Unterrichtsstunden haben wir uns die Zeit der Trübsal angeschaut. Von Jakob. The most obvious character is obviously Jacob, Und das, was man am besten sieht, ist die von Jakob. but we've also discussed the story of Elijah, Aber wir haben auch die Geschichte von Elia uns angeschaut. and his story is quite well documented. Und seine Geschichte ist sehr gut dokumentiert. He's normally the primary, secondary character that you go to. Normalerweise ist er die zweite Person, wo man hingeht, um diese Geschichte zu betrachten. Especially when you want to discuss what we might think as the more dark or negative side of the time of trouble for God's people. Vor allem, wenn man die dunklere Seite oder die negativere Seite von dieser Zeit der Trübsal betrachten möchte. What chapter is it in the great controversy that we're dealing with, Brother In Wolfgang? welchem Kapitel haben Without wir uns looking. das angeschaut, ohne nachzuschauen? Ich glaube, die Seiten sind 600 irgendwas vom großen Kampf. Sister Tamina, chapter title, chapter number 9. 39, title, Also Kapitel 39, Titel time of trouble. Let's confirm. Zeit der Trübsal. Lasst uns nachschauen. So, when you get this perspective, and Ellen White talks about it in slightly different ways in different books, Also wenn man diese Perspektive betrachtet und Ellen White spricht es über dieses Thema in verschiedenen Büchern von verschiedenen Perspektiven. what year is this book written, published? In Sister Tamina? welchem Jahr wurde dieses Buch geschrieben? Have a look. The 1911 version. Die 1911 Version. It's the last published work on this subject. Es ist das letzte veröffentlichte Buch über dieses Thema. Brother Wolfgang, what's the first book that deals with this subject? Bruder Wolfgang, was ist das erste Buch, das mit diesem Thema umgeht? What year was Early Writings published? In welchem Jahr wurde die frühe Schriften veröffentlicht? Sister Tamina, no looking. Nicht nachschauen? Ich dachte, es wäre in den 1880ern, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Have a check. Schau nach. Look at Early Writings. 1882, I think. 1882. Did it tell you? Yeah, here. Okay, so in 1882, that's Early Writings. Early Writings is a compilation composed of a number of books. Also, das Buch Frühe Schriften besteht aus mehreren Büchern und es wurde in den 1882ern geschrieben. In the context of our discussion, what book are we referring to? Im Kontext von unserer Diskussion, auf welches Buch tun wir uns beziehen? Brother Wolfgang? Großer Kampf. Early Writings is a compilation. Frühe Schriften ist eine Zusammenfassung, That's Zusammenstellung. why you were surprised it was published so late. Deswegen warst du überrascht, als ich gesagt habe, dass es so spät ist. It's a compilation of earlier books, hence it's called Early Writings. Es ist eine Zusammenstellung von früheren Büchern, deshalb wird es frühe Schriften genannt. Do you know the name of the book? Weißt du den Namen des Buches? Did you know? Did you say? Oh. So it's Spiritual Gifts Volume. So it's Spiritual Gifts Volume 1. That's 1 SG. Was ist in Deutsch? Spiritual Gifts. Geistliche Gaben, Volume 1. If you have a look in Early Writings, you'll see that this is, if you close that down. Here. Yeah. I think it's the fourth and last book. It's, sorry, there's only 3 books really. Experience and Views, a supplement, then Spiritual Gifts Volume 1. Also es gibt hier 3 Bücher, Experience and Views, Supplement and Spiritual Gifts. And Spiritual Gifts Volume 1 is basically the great controversy in a condensed form. Und Geistliche Gaben ist, Volume 1 ist eigentlich das Buch Der große Kampf, aber in einer zusammengefassten Art und Weise. And this is her earliest work on what we would call the Great Controversy book. Und das ist ihr frühestes Werk, was wir Der große Kampf nennen würden. Yeah? Das Jahr 18.
1818. 1882 was early writings. 1882 war frühe Schriften. This is much earlier. This because they got an old book and put it together. Das ist viel früher, denn sie haben ein altes Buch genommen und das dann in die früheren Schriften reingemacht. In den 1850ern, So let's check. You have to go to spiritual gifts, wherever spiritual gifts would be. No, you have to go for the book. 1SG. You have to go to 1SG. dann musst du 1SG gehen. We'll check. It's 1857, 58. You said it's 58. We're just loading it now. On the CD-ROM it tells you, but we'll see what you do on the online version. That's not that one. So if you go right to the beginning, it says here, October 21, 1858. Also sagt ihr bei geistliche Gaben im Englischen, dass es am 21. Oktober 1858 geschrieben wurde. That's when it was written. That's when it was published. Aber wenn es veröffentlicht wurde. Can you see it there? Yeah? I see only 1858. Yes, 1858. Oh, okay. That's. We'll go for the year 1858. Also 1858. So you go to that book and it gives you the same information as it does in the Great Controversy. Also man geht zu diesem Buch, Geistliche Gaben, und es gibt uns die gleichen Informationen wie der große Kampf, But it's much shorter. aber es ist viel kürzer. Open it up. This one. The table of contents. This one. You want to go to 1SG. So I guess it's. I don't know how you do it. Here. So 1SG, and we'll give you the chapter number and title. It's chapter 36. It's called The Time of Jacob's Trouble. Also es ist Kapitel 36 im Geistliche Gaben. Thank you. Where did you find that? You go to 1SG page. Just double click 36. Should go to it. How comes it doesn't go to it? Oh no. I don't know why it's not working. We're just seeing if Aileen can do it as well. Oh. And that was 35. So it's page 201. You had it when you go, didn't you? Yeah. So it's page 201, I believe, yeah? Okay, so we know how to locate it. So this is a much shorter chapter than the Great Controversy version, but one is the first work and one is the last. Also es ist ein sehr kürzere Schrift als der große Kampf, aber ja. So we have looked at, as I said, those three people. Also wir hatten uns eben diese drei Leute angeschaut. Who are the three people, Brother Wolfgang? Wer sind diese drei Menschen? Jacob, Elijah, We were looking at him this morning. Not Jonah. I can't remember. On the board. With the camels. Oh, with Job. Job. Also Jakob, Elisa und Hiob. Okay, so in the Great Controversy, chapter 39, Also im großen Kampf, Kapitel 39 im Englischen. what page are we on, Sister Tamina? Auf welcher Seite sind wir da? Great Controversy. 616, paragraph 1. Now here she quotes Jeremiah chapter 30, verse 5 to 7. Also im großen Kampf 616.1 im Englischen.
So we had 3 men, Also wir hatten 3 Männer. and now what do we have? Und was haben wir jetzt? Who's this talking about? Über wen spricht es denn hier? Im Deutschen ist es großer Kampf 616.3. Israel. Also spricht über Israel. This is the Seventh-day Adventist Church at the end of the world. Das sind die 7-Tags-Adventisten am Ende der Welt. Modern Israel. Das moderne Israel. So we've got 3 men, and now we've got, I'll call it a movement. Also wir haben 3 Männer und jetzt sage ich, wir haben noch die Bewegung. And this boardwork here, Und diese Tafel, dieses Tafelbild hier, it's 30 verse 3, 7 and 8. hier ist 30 Vers 3, 7 und Vers 8. This is Jeremiah chapter 30. Das ist Jeremia Kapitel 30. We looked at these verses and explained them. We had some difficulty as a class before. Wir hatten uns diese Verse angeschaut und auch erklärt und wir hatten ein paar Probleme mit diesen Versen. Hopefully we can remember that. Hoffentlich erinnern wir uns daran. Can everybody remember those classes? Erinnert ihr euch an diese Klassen? Hopefully that's better for people on Zoom. Ich hoffe, dass es besser für die Menschen an Zoom sind. We looked at these 3 and why were we looking at them? Also wir hatten uns diese 3 Menschen angeschaut und wieso haben wir uns denn diese Menschen betrachtet? What's the thread that runs through them? Was ist denn diese Schnur, die da The durchgeht? word. Die 3 Verse. It's these days Es sind diese in Tage the verse itself. im Vers selber. So there was some confusion of what these days were. Also es gab ein bisschen eine Verwirrung darüber, was diese Tage sind. So for those people who are looking, I'm not going to go through the study. What's in the box tells you what the verse is talking about. Also für diese Leute, die das Studium noch nicht angesehen haben, in dieser Box sagt es dir, über was dieser Vers spricht. So it begins with after the captivity. Also es fängt an mit nach der Gefangenschaft, It talks about the captivity. dann spricht es über die Gefangenschaft. I've said day of captivity. It means the days, the Ich habe period, gesagt der Tag, also es ist der Tag oder eine Zeitperiode and then the end. und dann das Ende. So it starts with the end at the beginning, and then it gives you the sequence. Also es fängt an mit dem Ende von Anfang an und dann gibt es dir die Sequenz. So we looked at that. So then we've got 4 models now for our history. Also wir haben uns das angeschaut und jetzt haben wir 4 Modelle für unsere Geschichte. Elder Tess has given us 2 more, which we haven't discussed. We may have mentioned, but we haven't discussed them in our class. So we've got 4 already. Let's list the 4 that we have. Also älteste Tess hat uns noch 2 mehr Modelle gezeigt und wir haben die vielleicht nicht in der Klasse besprochen, aber lass uns die auch noch aufzählen. Sister Esther. We'll walk through it together. Wir gehen jetzt da zusammen durch. I want 4 models for the time of trouble. Ich will jetzt 4 Modelle für die Zeit der Trübsal. First, I want 3 people. Zuerst will ich 3 Menschen. So the first one should be easy because it's someone's time of trouble. Also das erste ist eigentlich einfach, denn es ist ja die Trübsal von irgendjemandem. Who's the person? Wer ist denn diese Person? Jacob. Good. Jakob. So Gut. Jacob's time of trouble. Also die Zeit der Trübsal von Jakob. That's the first model. Das ist das erste Modell, das wir haben. Which Bible verse, Sister Tamina? Welcher Bibelvers ist das? Book, Buch chapter. 1. Mose. Sure, 28? Okay, so it's an 8. Also es ist mit einem 8. Brother Wolfgang is going to check for us. Brother Wolfgang Wolfgang will wird check. uns das nachschauen. The rest of us focus. Der Rest von uns tut sich auf die Klasse fokussieren. Jacob, Jakob, next die person. nächste Person. Don't look. Elijah. Elia. Jacob and Elijah. Also Jakob und Elia. I want the reference for that one. Jetzt möchte ich die Referenz für dieses. So, no, we didn't. Wir haben uns Elia noch nicht angeschaut hier im Unterricht. It's Mount Carmel, Es ist der Berg Karmel Jezreel, und Jezreel death decree. und dann der Todeserlass. He flees into the Er mountains. flieht in die Berge. Which mountains? Welche Berge? No idea. Which mountains? Welche Berge? Mount Horeb. Zum Mount Moriah. Berg
Horeb. Which country is that in? In welchem Land ist das? Which country is that in? Not Egypt. South. Okay, Im we'll do a Süden. Bible verse for that one in a second. Wir machen einen Bibelvers mit dem für in einer Sekunde. Jacob, Jakob, chapter 32, you said, and 8. Double check. Kapitel 38. Okay, so get our computers out and find, if you find Elijah. About what? Elijah? Okay, so do a word search. Type, we'll do Jezreel. How do you, Z. can you? Jez. We'll do partial search. Wait, I have to put it in English, I think. It has been English, yeah. Okay. Okay, let's go. That's it. So it's in First or Second Kings. Okay. Yep. So we're nearly there. 18 or 19. Here. They have done. Okay, so. Okay, so it's chapter. Okay, so let's write this down. Who's the person, Sister Esther? Also, wer ist die Person hier? Jacob. Jakob. Book. Buch. 1. Mose. That's Bethel. Das ist Bethel. Good. 32. 32. 32. And next person? Die nächste Person? Elia. Sister Aileen? First Kings, is it 19:1? 1 Kings 19. We should remember 1 Kings 18 is Mount Carmel. Wir sollten uns daran erinnern, dass 1. Könige 18 der Berg Karmel ist. Okay, so we've done Jacob, Elijah, Also wir haben jetzt Jakob und Elia gemacht then Job. und dann Hiob. Okay, so we won't give. We won't give the chapter for this. We'll do unless you want. Okay, Hiob 2 und 3. we'll just put Job Wir machen jetzt einfach Hiob hin, because the whole book is about this trouble, really. denn das ganze Buch geht um diese Trübsalzeit. That's 3. One more. Das ist der 3. Mensch und jetzt noch der 4. Noch eine mehr. You. Good. Das moderne Israel. Nope. Ist nicht eine Person, Reference, Sister Esther. die Referenz. Israel. Israel, yeah? Great controversy. Ich würde sagen, großer Kampf. Das Kapitel von Zeit der Trübsal. Good. Same in English. Page. Also And no, almost. Good. großer Kampf 616. Paragraph 1. Paragraph 1. Yeah. 616, paragraph 1. Also großer Kampf 616 Punkt 1 im Englischen. 4 models. 4 Modelle. Okay, that's not the story. 4. No, that's not the country I wanted. That's not the right answer. We'll do that later. That's 4 models. Elder Tess has given us 2 more models. Also das sind jetzt 4 Modelle und der älteste Test hat uns 2 Modelle mehr gegeben. The person. Die Person, Christus, I already also remembered Christ. Good. Where? Patmos? Not No, Patmos. not Patmos, but what do you mean by where?
He's gone into the wilderness, Ja. and it's like a time of trouble. Who was that? Which periods is that? With the baptism? After the baptism, that's one, Yeah. and the other one is? Was it not with John the Baptist also? That's too far away. I don't know. Okay, Sister Tamina, do you know? So we've got 4 models, you know. We're now looking at Christ. The first model Sister Aileen gave was after the baptism, he went into the wilderness. And there's another one. Wir haben jetzt 4 Modelle und dann haben wir noch Christus, weil wir haben noch 2 Modelle von Tess und wir haben uns Christus angeschaut und dann habe ich noch gesagt, dass das Modell nach der Taufe For Christ. für Christus. These people all had one experience each. He had 2 that we can. Diese Leute hatten alle eine Erfahrung und Christus hatte 2 Erfahrungen. I don't want to use Gethsemane because that's The not one of the 2 that she mentioned. Is it the temptations? So the temptations is the one that you mentioned. After the Oh, yeah. baptism, he gets tempted. So we'll put. I want the reference for this, please. Also ich möchte jetzt hier die Angaben dazu. Christus hatte ja 2 Erfahrungen. I'm going to put baptism Ich werde hier Taufe hinschreiben and 40 days. und die 40 Tage. Matthäus Kapitel 4. Check in the other Gospels, please. Schau bitte noch in den anderen Evangelien nach. Do we know how to check in the other Gospels? Yes. Wisst ihr, wie man die anderen Evangelien nachschaut? We go to the Bible harmonies. Man geht zum Bibel und dann Harmony. So let Sister Aileen do this. Verse 1 verse So- 17. We want to go to Matthew chapter 4. Okay. Oh. 4. Yep. Just I don't know what verse. So the temptation of Jesus. And now we go to harmony. No, leave that and go to harmony. Good. So Mark 1 and also Markus 1 Luke und 4. Excellent. Lukas 4. So Matthew 4, Also Matthäus 4, Mark, Markus 1 Mark 1, and Luke und 4. Lukas 4. 4 chapters. Also 3 wir haben chapters. hier 3 Kapitel. And so she based this study on the following concept. Sie tut dieses Studium jetzt auf das folgende Konzept aufbauen. The birth of Christ Die Geburt Christi, in what year? in welchem Jahr? That's literal, symbolic. Excellent. Das war jetzt das Buchstäbliche im Jahr 4, aber wir wollen das Geistliche. 19? 1989, 1989. Excellent. 1989, genau. The movement is born in 1989. Die Bewegung wird im Jahr 1989 geboren. Story of Christ. Die Geschichte von Christus. He becomes a priest when he's 30 years old. Er wird ein Priester, als er 30 Jahre alt He gets ist. baptized and goes into the wilderness. Er wird getauft und geht dann in die Wüste. Sister Esther, Esther, 1989 1989 plus 30 plus 30 takes you to what year? nimmt dich zu welchem Jahr? 2019, 2019. Excellent. 2019. Sister Tamina, Bible verse. Tamina, Bibelvers. Jesus is 30. Jesus ist 30. Let's find it. Lasst uns es finden. Tell us what you're looking for Sag uns, nach was du so schaust, we know what to look for as well. dass wir wissen, nach was wir schauen müssen. Do it and tell us what you're thinking. So you tell us what you're typing, so we'll type. You're going to put Jesus 30. The problem with that, it may not say Jesus 30. Could be say something else, so that may not find you it. There's nothing. I didn't think it would because it won't not say Jesus 30. 1 second. Because I know you know the answers quickly. I want to know how you would do it on a computer. Ich möchte Give us wissen, wie another man thing. das auf einem Computer macht, dass man jetzt herausfindet, in welchem Vers steht, dass Jesus 30 Jahre alt war. No, not Google. Nicht in Google. No. Okay. Okay, I shouldn't say no. So everybody, we know Sister Tamina does this on Google. She doesn't use a Bible program. I want us all to know that. Also, Tamina benutzt das auf Google und nicht in der Bibel. Ich möchte, dass alle das Which wissen. actually is very clever. Eigentlich ist das ja sehr schlau.
How did you find it? Wie hast du es gefunden? Google? Oh, 30 years. No, he didn't use the book over. Sister. Okay, well, how did you find it? How did you know it was Luke 3? Wie wusstest du, dass es Lukas 3 How did you war? know it was Luke? Wie wusstest du, dass es Lukas war? You just remembered? So you remembered there was a register. Also du hast dich daran erinnert, dass es ein Register war und dass Jesus 30 Jahre alt What I war. want to know is not the answer, but how you found Ich it. möchte nicht die Antwort wissen, sondern wie du dazu gekommen bist. You were just in Luke 4, so you found it in Luke 3. Okay. That's, so, we were in Luke 4. Also. Sister Esther found it in Luke 3. It was right in front of her. Brother Wolfgang typed in 30 years, That doesn't work here. and he knew it was going to be in the gospel somewhere. So, 30 years. Type that, 30 years. Ja. No, you got to put THIR, not the number 30. You got to write out the word 30. She typed in the number 30 and it won't find it that way. Okay. Okay. So, and Sister Tamina just typed it in Google because Google will find everything for you. Excellent. Also Okay, Tamina hat es einfach in Google eingegeben, weil das findet alles. he's 30 Also er ist 30 Jahre alt and this is 89 to 19. und das ist Luke 1989 bis 3. 2019. 23. So it says About. Good. And what do you want to do with that? Find another one. Yes, it's only one because you can't find it without the computer. we always say he is 30 years old, but it just says he's about 30 years old. Also wir sagen, Jesus ist immer 30 Jahre alt, aber eigentlich sagt es nur, er ist etwa 30 Jahre alt. Er könnte 39 sein, 31. 29, 31, it could be, yeah. So, 29 oder 31. Anybody want to comment? Möchte irgendjemand da noch einen Kommentar hinzufügen? I do not want to comment. I don't want to go there. Also ich möchte jetzt nicht in das Studium reingehen. It's not a sign of defeat. It's just a sign that it's beneath me. No, it's answerable when you get these words about. If you type in about in the Bible, see how many times you get it. You get it quite a few times. Also wenn du das Wort so ungefähr in der Bibel eingibst, also ich weiß es nicht. You don't have to do that. It's about underneath your level, right? now you got me going now. Oh dear. See, so Dann kommt dieses Wort sehr oft vor, also so ungefähr. Also das if you Wort. found it 500 times, we could find some answer out of Im 500. Englischen ist das Wort about und man kann es dann ziemlich oft finden. Oh, it's too late now. Zu spät. Okay, there's just so many. So if you have the word about, Also wenn du jetzt dieses Wort so ungefähr it means hast, approximate, yeah? Yeah? The word about means approximate. And you're doing it in the English, yeah? Okay, so we'll do this in the English. wir machen das jetzt im Englischen. So in Revelation 4:8, Also in Offenbarung 4, Vers 8. what is that? How do you read that? No, they didn't do it. It says, and the four beasts each had each of them 6 wings about him. So that means it's not quite 6 wings, or it is 6 wings. Also wir sind in Offenbarung 4, Vers 8 und wie soll ich denn dieses Wort übersetzen? In English, got to use English.
Also Offenbarung 4, Vers 8 und die Frage ist, ob jetzt, weil Jesus so ungefähr 30 Jahre heißt es und wir sagen immer, Jesus ist 30 Jahre. You read it above you. It says he has 6 wings about him, not 6 wings. Could be 5 or 4 or 7 or 5. Above him. So about is doesn't mean approximately. Okay. Okay, then we'll leave it. Also wir gehen jetzt weiter im Studium. Baptism 40 days. Die Taufe war 40 Tage. Another time for Christ. Eine andere Zeit für Christus. That's Christ A, what Christ B. Christus Two A Christs. und Christus B. Also es hat 2 Christusse, Take us time of trouble. die Zeit der Trübsal sind. Okay, so maybe we don't want to call it Christ. Also vielleicht wollen wir es ja nicht Or Christus do you want to call it nennen disciples? oder Jünger. So we'll call it disciples then. Also wir schreiben jetzt hier die Jünger hin And this is, und das ist, we'll call it the cross, wir nennen es jetzt mal das Kreuz, 40 days. die 40 Tage. Reference. Bitte die Angaben. 40, What 40? the number 40. F-O-R, I don't think it's you. Okay. F-O-R-T-Y. Just T-Y. No H. Oh, I probably. Okay, so go to anyone in the Gospels, towards the end of the Gospels. Mark 16, do we have Mark? Can you see Mark 16? No. Why can't we see Mark 16? What are you looking at? I'm just looking for the What word have you picked up? two disciples. It's just a story I wasn't looking. Oh, okay. No, wouldn't do that. And no, I want the 40 days. So go. Acts 1:3. Also Apostelgeschichte 1, Vers 3. Jesus is with the disciples for 40 days after the cross. Jesus ist mit den Jüngern für 40 Tage nach dem Kreuz. Hopefully we're okay with that. Ich hoffe, dass wir damit übereinstimmen. So disciples are receiving Also die Jünger erhalten instruction. Einführung oder Anweisungen. Yes or no? Are we okay with that? Ja And oder nein? Christ is giving instructions. Und Christus gibt ihnen Anführungen. So 2 things are happening there. Und da passieren jetzt 2 So we've Sachen. got 6 stories. Also man hat jetzt insgesamt hier 6 Geschichten. So we've covered all of that. Wir haben jetzt uns all das betrachtet And in our class, we were looking at Job. und in unserer Klasse haben wir uns dann noch Hiob angesehen. So we're here with Job. Also wir sind hier mit Hiob. So we're here with Job. Job chapter 1, Also wir sind hier bei Hiob, Hiob Kapitel 1, verses 14 to 19. die Verse 14 bis 19. And what we've seen Und das, was wir gesehen is haben, that Job is under attack. ist, dass Hiob angegriffen wird. Now, together with Job 1, Also jetzt zusammen mit Hiob 1 we looked at some other Bible verses. haben wir uns noch ein paar andere Bibelverse betrachtet. Sister Aileen, one of them. To What book? Anna Job.
Was ist denn Job? That's Job in another book. Remember? Proverbs 26, verse 2. Please don't help her. 26 verse 2. Mhm. Sprüche 26, Vers 2. Where else did we go to? Wo sind wir auch noch hingegangen? Habakkuk 1, Vers 5. So we went to Proverbs 26:2 and Habakkuk 1:5. Also wir haben uns Sprüche 26, Vers 2 angeschaut und Habakkuk 1, Vers 5. So let's turn to Proverbs 26:2. Lasst uns jetzt zu Sprüche 26, Vers 2 gehen. Brother Wolfgang, what does this verse say? Was sagt dieser Vers? We'll read it in the English and the German, then you tell us what it means. Wir lesen es im Englisch und im Deutschen und dann sagst du uns, was es bedeutet. So you do both if you can. Okay. Proverbs 26:2. As the bird by wandering, as the swallow by the flying, so the curse causeless shall not come. Wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. What does the verse mean, Brother Wolfgang? Was bedeutet dieser Vers? If you're not guilty, the curse will not come. Wenn du nicht schuldig bist, dann wird der Fluch nicht kommen. So that's a reasonable paraphrase of what this verse teaches. Also das ist eine vernünftige Erklärung von was dieser Vers eigentlich lehrt. If people are not sure about what he's just said, Wenn die Leute sich nicht sicher sind, worüber was Wolfgang gerade gesagt 'cause hat, it talks about flying, denn er spricht hier ja über Fliegen. what the verse, if we wanted to be more particular, Wenn wir hier ein bisschen genauer sein würden, as birds fly away, wie die Vögel wegfliegen, the curse so wird auch der Fluch will fly away from those who don't deserve it. wegfliegen von denen, die es nicht verdient haben. Bible verse for that, Sister Ein Tamina. Bibelvers dafür, Schwester Tamina. Ist es nicht Sprüche 26, Vers 2? Bible verse for this story, this principle. Bibelvers für diese Geschichte oder dieses Prinzip. We didn't read it, we just referred to it. Sister Sarah did it. Exodus, 2. Mose, tell us the story. sag uns die Geschichte. I know. Oh. It Tell us the was story. the Egyptians with Egyptians. with the plagues. First born? Ah ja, the firstborn. With the firstborn. Also es war in Ägypten mit den Erstgeborenen in 2. Mose. Do you remember the chapter? Something with 22, no? Somewhere with 22 perhaps. So we'll find the chapter. This is the story of the angel of death. Also das ist die Geschichte mit dem Engel des Todes. You'll see it's the same dynamic as this. Also wir sehen, es sind die gleiche Dynamiken wie in Sprüche 26, Vers 2, nämlich So 2. Mose 12. remember the two at the end. So it's 22, it's 12, okay? Also, So. ja. The curse, Also der Fluch did it come ist er gekommen to everybody? für jeden. Yes. The angel of death goes through all the land of Egypt. Also der Engel des Todes geht durch das ganze Land Ägypten hindurch. For those Für diejenigen, who were innocent, die unschuldig sind. what did the curse do? Was hat denn der Brother Fluch Wolfgang? gemacht? It didn't touch them. In the language of 26:2, what did it do? Dieser Fluch hat sie nicht betroffen. It flew away Dieser Fluch ist bei ihnen, wie bei den unschuldigen Leuten, weggeflogen. like a bird that comes. Wie ein Vogel, der kommt, It flies away er fliegt weg. if you don't deserve the curse. Wenn du den Fluch nicht verdienst. If you deserve the curse, Wenn du diesen Fluch verdienst, it will stay. dann wird er bleiben. Won't fly away like birds. Er wird nicht wegfliegen wie Vögel. Is everybody okay
with how to read Proverbs 26 verse 2 and the connection we made to it with Exodus 12. Also stimmt jetzt jeder mit dem Vers 26, Vers 2 im Sprüche damit überein, wie wir es lesen und mit der Verbindung von 2. Mose 12. Everybody good? Alles Good. gut? Makes sense. Es macht Now, Sinn. We didn't just invent Exodus 12 because it looks nice. Wir haben 2. Mose 12 nicht einfach so hinzugefügt, weil es schön aussieht. Or Oder we did wir haben das so because it getan, just fits randomly. weil es einfach so zufällig passt. But where did we read about Exodus 12 already? Aber wo haben wir denn schon über 2. Mose 12 schon gelesen zuvor? Which is why we should have remembered it. Deswegen sollten wir uns auch daran erinnern. Book first. Zuerst das Buch. Recent ones. These are not old classes. Recent classes. Es sind keine alten Klassen, es sind Klassen, die erst zuvor waren. Book. Buch, Jeremia, nein. It's on the board. Es ist auf der Tafel. Great controversy. Es war im großen Kampf. Chapter Kapitel 39. Good. 39. Gut. You told us the page earlier. Du hast uns die Seite schon früher gesagt. $600. 600. I'll put 614. We'll check. Ich schreibe jetzt hier 614 hin. Wir werden nachschauen. Excellent. See, it was there, wasn't it? Paraphrased that paragraph. Tu da diesen Paragraph 600 im Deutschen 615.1 selber wiedergeben. Tell us what the subject is, Was ist denn das Thema? which would be which part of the parable? Welcher Teil des Gleichnisses würde das sein? Parable comes in two parts. I want the subject. Tell us what part of the parable the subject is. Das Gleichnis kommt in 2 Teilen und ich möchte wissen, welcher Teil des Gleichnisses es ist. The spiritual. Das Geistliche. Good. Gut. Then she's going to give 2 examples of that, Dann gibt sie dann 2 Beispiele davon. which is the Welches, was ist? which is the natural. Welches das Buchstäbliche Okay, so ist. she's going to use a parabolic methodology, Also sie wird jetzt eine Gleichnismethodologie benutzen, literal to spiritual. vom Buchstäblichen zum Geistlichen. Explain the paragraph very briefly. Erkläre den Paragraphen ein bisschen oberflächlich. Natural pointing to the spiritual. Das Buchstäbliche zeigt zum Geistlichen. Sie spricht über das Ende der Gnadenzeit. Und sie sagt, dass die Zerstörung weitergehen wird in dieser Zeitperiode, wenn Gott seine Präsenz, When God withdraws his presence, wenn Gott seine Präsenz Gegenwart zurückzieht, dass das gleiche ist wie mit Gott und wo David David numbered the people. das Volk gezählt hatte. Okay, so let me summarize because people probably wouldn't have heard that. Also lasst mich jetzt das zusammenfassen, denn die Leute haben das wahrscheinlich nicht gehört. Proverbs 26:2 Sprüche 26, Vers 2 says, if you're innocent, the curse does not come to you. sagt, wenn du unschuldig bist, wird der Fluch nicht zu dir kommen. That's point 1. Das ist Punkt 1. We went to Exodus 12. Wir sind dann noch zu 2. Mose 12 And the gegangen. reason we went there Und der Grund, wieso wir dorthin gegangen sind, is because it proves Proverbs 26:2. ist, weil es den Bibelvers von Sprüche 26, Vers 2 beweist. Why is that a good story to prove it? Wieso ist denn das eine gute Geschichte, um es zu beweisen? Because you have Weil du, excellent. Weil Because you have 2 groups. weil du 2 Gruppen hast. It's a story that has 2 groups in itself, so it becomes a very good proof text for Proverbs 26. Also du hast in diesem Vers selber 2 Gruppen und deswegen wird es ein guter Prüftext für
Sprüche 26, Vers 2. The curse comes to everybody. Der Fluch kommt zu jedem. But if you're innocent, Aber wenn du unschuldig bist, it doesn't touch you. dann tut es dich nicht berühren. If you're guilty, Und wenn du schuldig bist, it hurts you. dann verletzt es dich. All contained in one story. Alles ist enthalten in einer Geschichte. It fits perfectly. Es passt perfekt. But then we said, Aber dann haben wir we've gesagt, already read this story wir haben diese Geschichte doch schon gelesen. in GC 614. In Großer Kampf In 615.1. GC 614, In Großer Kampf 614 im Englischen Ellen White's going to use another parabolic methodology, wird Ellen White noch eine andere Gleichnislehre benutzen. which is Welches? literal to spiritual, Das Buchstäbliche zum Geistlichen ist, the past to the future. die Vergangenheit zur Zukunft. The future is Die Zukunft ist the time of trouble for Adventism at the end of the world. die Zeit der Trübsal für den Adventisten bis zum Ende der Welt. In fact, for all of the world. Eigentlich für die ganze Welt. And she compares that Und sie vergleicht das to the story of Exodus 12, mit der Geschichte von 2. Mose, Vers 12, the plagues, Kapitel 12, die Plagen, and a story about David, und die Geschichte über David, where God punished him for sin wo Gott David bestraft hat für Sünde. because he got cursed. Denn er wurde ja verflucht. And where's that found? Und wo findet man das? And you found it? Und du hast es gefunden? Good. 1. Könige, First Kings. Don't give me that, like the verse that you want to give. Give me the other verses. gib mir nicht den Vers, den du willst, sondern den Not the one that anderen. the ones that I found Diejenigen, die ich gefunden habe. as a class. In der Klasse, im Unterricht. No? First Kings, Also 1. Könige, chapter. Do you remember? Anybody? Are you sure it's First Kings? I mean, I- it's already almost dead. First Kings. Type in numbered. 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 Good. But 2 Samuel 24. 2 Samuel. wow, there you go. It's at least the title. What? Down. Up. 2 Samuel. What? Oh, we can't find. Oh, Yeah. there it is. 2 Samuel, chapter 24. 2. Samuel 24. Which verse do we have? Welchen Vers haben wir? Not 1. 10. Did you say? 24:10. 24:10. We had another verse. I don't think it was 2. Or is that... 2 Samuel 18:1. 18. 18? Yeah, 18:1. And David numbered the people. No, not that one. That one's good. 24. Also 2. Samuel 24, Vers 10. 24. Chapter 24. We got verse 10. And David's heart smote him after he had numbered the people. It's an earlier one. Yes, this is it. The curse. This is the curse that comes upon him. So verse 12 is he's going to start to get cursed. Also in Vers 12, 24:12. also in 2. Samuel 24, Vers 12 beginnt er zu verflucht zu werden. Okay, so it's verse 2, verse 10 and verse 12. They're the good verses. Also Vers 2, Vers 3 und Vers 12 sind die guten Verse. And verse 1 was interesting. Und Vers 1 war interessant. Was it verse 1?
24:1. Where does it say Satan? Yeah. That wasn't Job. With Satan. No. Put David tempted. Put Satan and David. No, put Satan and tempted. Satan and tempted. Oh, no, that wasn't the. Well, just put. Tempted? Is it tempted? No, put Satan. Yes. 1 Chronicles 21. 1. Chronik 21. 1 Chronicles 21. I think this is where we went to. This is why the verses didn't seem to stack up. So I think we went to 1 Chronicles. We didn't go to 2 Samuel. Yes. Oh yeah, here I marked it. Yes. So the verses that we looked at. Also 1. Chronik 21, Vers 1. Verse 2, 21:2. Number the people. And it says the reason he did that. Verse 1. Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Also in 1. Chronik 21, Vers 2, dort wird eben die Leute werden gezählt. Und in Vers 1 steht, und Satan stand auf wider Israel und reizte David, Israel zählen zu lassen. And verse 10. Und in Vers 10 This is the curse that he's going to be given. ist das der Fluch, den er geben wird. 3 things. 3 Sachen. He gets a choice. Er bekommt eine Wahl. 12. 12. 3 years of famine. Entweder 3 Jahre Hungersnot. 3 months of your enemies. 3 Monate lang Flucht vor deinen Widersachern. Or 3 days of the angel. Oder 3 Tage mit dem Engel. And what does he choose? Was wählt er aus? Does he choose 3 years, 3 months, or 3 days? Wählt er 3 Tage, 3 Monate oder 3 Jahre? Oh, he did. He does. Tell me where he says nothing. Sag mir, wo es sagt, er hat nichts ausgewählt. Verse. Vers. 13, we're in 13. Also wir sind in Vers 13. Paraphrase. Tu mal das in deinen eigenen Worten wiedergeben. He said, I'm afraid. I want to fall in your hand. I will not choose. You know better what is for me good in this situation. He said, Also er hat gesagt, I'll fall into your hand, ich falle lieber in deine Hände, not into the hand of. nicht in die Hände der. Finish the sentence. Not into the hand. It says in the thing, not into the hand of. People. Because you're reading German. Okay, the last. But not in the hand of human beings. Good. Aber nicht in die Hände von Menschen. God said, Gott hat gesagt, you can have 3 years of nature, du kannst 3 Jahre von Natur haben, 3 years of men, 3 months of men, 3 Monate mit den Menschen or 3 days of me. oder 3, you mean 3 years? 3 days of me. 3 Tage von mir. So 3 years of nature, Also 3 Jahre der Natur, 3 months of man, 3 Monate mit Menschen 3 days of me. und 3 Tage mit mir. In his response, Und seine Antwort ist, he doesn't talk about nature. er spricht hier nicht über die Natur. He says, Er sagt, I don't want man, I'll fall into your ich hands. möchte nicht mit den Menschen sein, sondern ich will in deine Hände fallen. So he chooses the 3 days. Also er wählt hier die 3 Tage. Because he says, Denn er sagt, maybe you'll let me off. vielleicht tust du mich ja entgehen lassen. Doesn't quite happen. Welches wahrscheinlich nicht passiert. Okay, so 1 Chronicles 21. Also 1. Chronik 21. I know we looked at 1 Chronicles, not 1 Kings, Ich weiß, dass wir uns 1. Chroniker und nicht 1. Könige angeschaut because haben, of their temptation. wegen ihrer Versuchung. 1 Chronicles 1. Chronik 21, Vers 1. 21, verse 1 and 10. We'll go. Ja. Also 1. Chronik 21, Vers 1 und 10.
Okay, so she gives these two stories Also sie gibt diese zwei Geschichten and she says these are examples. und sie sagt, das hier sind die Beispiele. So, how many examples do we have now? Also wie viele Beispiele haben wir jetzt? This is just of Jacob's time of trouble. Das ist jetzt alles nur über Zeit von Jakobs 1, 2, Trübsal. 3, 4, 5, 6, Wir haben jetzt hier 6 Beispiele. 7. 7. Wie weiß ich, dass die Geschichte... So 7 and 8. Also 7 und 8. We know because it's great controversy 614. Wir wissen es, weil es großer Kampf 614 im Englischen ist. So now you've got 8 stories of Jacob's time of trouble. Also jetzt hat man 8 Geschichten von der Zeit der Trübsal von Jakob. And we haven't even tried hard to look yet. Und wir haben noch nicht mal uns jetzt bemüht. They're ones you easily find. Das sind diejenigen, die man ganz einfach finden kann. The only two Die einzigen 2, that you might think are new von denen du denken mögest, dass sie neu sind, are the two that Elder Tess did. sind diejenigen, die älteste Tess gebracht hat. All the other ones, Die anderen, these ones are obvious. diese sind sehr offensichtlich, 3 people. die 3 Menschen. And then the modern Israel one Denn das moderne Israel and the firstborn in Egypt und der Erstgeborene in Ägypten and the numbering of David, und das Nummerieren von David, die Zählung von David, all of those are straight from the great controversy. das ist alles direkt vom großen Kampf. One chapter, Ein Kapitel. chapter 39. Kapitel 39 im großen Kampf. That in 2 pages you get 3 stories, In 2 Seiten hat man dann 2 Geschichten. which is amazing when you think about it. 3 Geschichten. Und ich denke, das ist sehr erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt. So you have 3 stories from the great Also controversy, man hat schon 3 Geschichten vom großen Kampf, 3 men that we already know, 3 Männer, die wir schon kennen, and 2 that Elder Tess gave. und 2, die älteste Tess gegeben hat. And you could say that she gave you 3 Und du könntest sagen, dass sie eigentlich uns 3 gegeben hat, because in this second one denn in dieser zweiten hier there are 2 perspectives. gibt es 2 Perspektiven. Disciples receiving, Die Jünger, die es erhalten, Christ Christus, giving. die gibt, der gibt. 4, 5, 6. So we've got 8/9 already. Also wir haben 8 bis 9 Beispiele schon. And then what we looked at Dann, was wir uns betrachtet haben, is Job. ist Hiob. Now, God says to Satan, Also Gott sagt jetzt zu Satan, when they had their, you called it, when they had their general conference, als sie ihre Generalkonferenz hatten, they had their, no, I think he comes in person, that's the thing. He also didn't er ist Zoom. persönlich gekommen, nicht in Zoom. He forced his way through. Er kämpft sich dadurch. I think he had a gold card. He could Ich get denke, in. er hat eine goldene Karte, er konnte einfach hindurchgehen. And they have this discussion. Und sie hatten diese Besprechung. Verses. Die Verse, Chapter 1. Kapitel 1, 1 what? I want the verse when it says, if you consider my servant. ich möchte den Vers in Hiob, wo es sagt, dass du mein Diener bist. 8. Vers 8, Chapter. 1 Vers 8, Hiob 1 Vers Next 8. one. Yes. 2. 2, This is all revision. also es ist alles Wiederholung hier. 2 verse 3. 2 Vers 3. Chapter 1 Kapitel 1 is before ist vor his family and possessions. ist vor seiner Familie und vor seinem Besitztum. Chapter 2 Kapitel 2 is before ist vor, himself, his own body. es geht um ihn selber, um seinen eigenen Körper. So it happens twice. Also das passiert nun 2-mal. Friends and family, Zuerst die Freunde und die Familie possessions, und das Eigentum and then his body. und dann der Körper. And what does Satan say about the body one? Und was sagt Satan über den Körper? Which verse? Welcher Vers ist das? He says, yeah, you can touch all of that stuff, but Er sagt, ja, du kannst das alles anfassen, aber verse Vers sorry 2, 4 and 5.
2, 4 und 5. We'll read that. Wir lesen das. We'll do it in English, then German. Job 2, 4 and 5, they told 4 me. und 5. So I trust what they said. 2, 4 and 5. Yeah. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. German. Jetzt noch in Deutsch. Hiob 2, Vers 4 und 5. Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut und alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke doch deine Hand aus und taste ihn selbst an und sein Fleisch, so wird er dir sicher ins Angesicht den Abschied geben. Brother Wolfgang, what does verse 4 mean? Wolfgang, was bedeutet Vers 4? Skin for skin, yea, all that a man will have, he will give for his life. Haut für Haut und alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Tell me what Satan is saying. Sag mir, was Satan hier sagt. I want us to, as we're doing our studies, to think more about what verses actually mean. Also wenn wir jetzt unsere Studien machen, dann möchte ich, dass wir mehr schauen und verstehen, was diese Verse eigentlich bedeuten. In English. He will give his life for everything that he had. Er wird sein Leben geben für alles, was er, Yeah. was er besitzt. So he will give his life, Also er wird sein Leben everything that geben he has. für alles, was er hat. So Also, I have Aileen ich habe Alin or my Bible, oder meine Bibel and instead of someone taking Aileen or my Bible, und anstelle davon, dass jemand Alin oder die Bibel nimmt, I will give my life for them. werde ich mein Leben für sie geben. That's what you just said. Das ist, was du gerade gesagt hast. That's what the verse means? Ist das, was der Vers bedeutet? Okay? Ich bin mir nicht ganz sicher. So normally it cannot be. Also normalerweise kann das ja nicht sein. So have a relook at the verse. Also schau dir den Vers nochmal genauer an. Once again, Und nochmal, he said this, er hat das Folgende gesagt. I own my Bible, Ich besitze meine Bibel and if you try and take my Bible, und wenn du versuchst, meine Bibel wegzunehmen, I will stop you. dann werde ich dich davon Protect it. abhalten und es beschützen. And in fact, it will get so bad, Und eigentlich wird es so schlimm werden, I will give my life for my Bible. dass ich mein Leben für meine Bibel geben Take werde. my Bible, take me instead of my Bible. Nimm mich anstelle von meiner Bibel. So a more important thing is Aileen's much more important than my Bible. Also Alin ist sehr viel wichtiger als meine Bibel. So someone wants to take her, I say, no, spare her, take me instead. Also dann würde ich sagen, nein, tu sie beschützen oder tu sie freilassen, aber nimm mich dafür. So I know Also ich weiß, when you do it in the German, it will just be straightforward. dass wenn du es im Deutschen machst, dann ist es ganz klar heraus. Yeah, it's straightforward. You read it in the German, it's straightforward in the German. Also im Deutschen ist es ganz klar hinaus. In the King James, In der King James Bibel it's just hard going. ist es sehr schwierig, um sich das anzuschauen und zu sehen, was es bedeutet. What does it say, Brother Jonathan? Was sagt es Vers da, 4. Bruder Jonathan, in Vers 4? In Deutsch? I don't know what you read, but I know you read German, yeah? Ja, also du hast deutsche Whatever Bibel. you read, you tell me what it means. Also du sagst jetzt, was es bedeutet. No, not the German. You just tell me what the verse Du means. sagst mir einfach, What you believe, was du glaubst, was dieser Vers based bedeutet. upon your reading of the Bible. Grundlegend darauf, wie du die Bibel liest. Before it touches your life, you give everything. A good example for me would be this Syrian soldier that had to dump into the Jordan several times. He wanted to give Elisha a lot of money, not to touch his life. Okay? Do you repeat that for the camera? All the money before it touches your life. You give everything away. This is the story of Elisha or Elijah? Elisha. So this is Naaman, Also das ist Naaman, the captain. Captain Naaman, Naaman. And he gives away all of his treasure. und er gibt all seine Schätze weg. Okay, so if you could save his life, he'd give you things. Also wenn er es dein Leben retten kann, dann gibst du Sachen weg. Yeah, it's the same what I see in the German.
anstelle dass jemand mein Leben nimmt, gebe ich alles her, all mein Besitztum her. So you're on the street and someone comes to you Also du bist auf der Straße und jemand kommt auf dich zu and he says, "You're going to die." und sagt, du wirst sterben. Doesn't want anything from you, wants to kill you. Er will nicht von dir, er will einfach dich töten. And you'd say to the person, Und du würdest zu dieser Person what would you sagen, say? Have my wallet. nimm meine Tasche, I've got a big bank account. ich habe ein großes Bankaccount, I'll give you anything you want ich gebe dir alles, was du willst, if you just don't kill me. wenn du einfach mich nicht tötest. So verse 4, Also Vers 4, he says, everything that a man possesses, da sagt es, alles, was ein Mensch besitzen kann, he doesn't mind if you take that, dann macht es ihm nichts aus, wenn man ihm das wegnimmt. as long Solange as you don't take his life. du sein Leben nicht wegnimmst. Yes? Ja? Yes, Wenn exactly. wenn man die King James Bibel sich noch genauer betrachtet, dieser Vers, dann sieht man, dass es auch so ist, wie wir es herausgefunden haben. Can you hold 1 second, one thought? I just want to finish one point Ich möchte einen Punkt noch fertigstellen about the King James. über die King James Bibel. A few lessons ago, Ein paar Lektionen zuvor, I think it was in class, ich glaube, es war in der Klasse, it was in class, es war im Unterricht, I spoke about the principle or the usage of self-help books. da habe ich über das Benutzen von Selbsthilfebüchern gesprochen. And there's been some good research that's done Und da wurde eine gute Untersuchung gemacht. Now, this is a statement for mature people in the movement, not for children. Das ist jetzt eine Aussage für reife Menschen in der Bewegung, nicht für Kinder. Pretend these are my 2 books. Wir tun jetzt mal sagen, das sind meine 2 Bücher. This is my self-help book, Das ist mein Selbsthilfebuch and this is a secular worldly novel, und das ist ein weltliches Märchenbuch. an Ein weltlicher Roman. old-fashioned one. Ein alter Roman. So there's good research Also es gibt jetzt hier gute Untersuchungen. that says that the old-fashioned novel, Ist which we're das- not supposed to read, Dieser alte Roman, den man nicht lesen sollte, is more powerful mächtiger ist, to help you um dir zu helfen, than the self-help non-fiction book. als ein Selbsthilfebuch. Because if I were to ask you, Denn wenn ich dich fragen würde, I know not all of us are English, ich weiß, dass nicht alle von uns Englisch sprechen, would you read würdest du a non-fiction self-help book, ein Selbsthilfebuch lesen, The Power of Habit, zum Beispiel die Macht der Gewohnheit, or would you read Oliver Twist or a Charles Dickens book? oder würdest du Oliver Twist lesen oder ein Charles Dickens Buch? And everyone would say you're not allowed to read that, but you can read the self-help book. Und jeder würde sagen, du darfst diesen Roman nicht lesen, aber dieses Selbsthilfebuch, das darfst du lesen. And the research is this. Und die Untersuchung ist die folgende. If you read books that have complex language, Wenn du Bücher liest, die eine komplexe Sprache haben, when you read the complex words wenn du diese komplexen Wörter liest and you try to understand what this story means, und du versuchst zu verstehen, was diese Geschichte bedeutet, it has a more permanent effect on changing your brain than a simple self-help book. dann hat es eine bessere Auswirkung auf deinen Kopf, um besser zu lernen, als auf deinen Verstand, um besser zu lernen, als das Selbsthilfebuch. So despite what B.J. Wilkinson says, Also neben dem, was B.J. Wilkinson sagt, the reason why I would recommend people use the King James der Grund, wieso dass ich sage, dass die Leute die King James Bibel benutzen as sollen, opposed to a revised version im Gegensatz oder anstelle von einer überarbeiteten Version, is not so much that the revised versions are evil, ist nicht, dass die or überarbeiteten Versionen schlecht sind oder be- korrupt, it's because the difficult language in the King James sondern weil die schwierige Sprache in der King James Bibel will change your brain more than a simpler version of the Bible. wird dein Gehirn mehr verändern zum Positiven als eine normale überarbeitete Bibel. Okay. What is the expression skin for skin mean? Was bedeutet... Oh, you want to repeat that? What does the phrase skin for skin mean? Also was bedeutet dieser Satz Haut für Haut in Hiob 2, Vers 4?
And who else had a question? Someone else had their hand up. Noch jemand anders hatte eine Frage. Wer hatte die Frage? Oh, that's the question. Also das ist jetzt die Frage. What does the phrase skin for skin mean? Was bedeutet dieser kleine Satz? Was bedeutet dieser kleine Satz Haut für Haut? So I just want to suggest in a very simple way Ich möchte es jetzt in einer sehr einfachen Art und Weise erklären. It says in my explanation online body first. One thing is body for body. Also eine Erklärung ist Körper für Körper. So let me paraphrase. Also lasst mich das jetzt in eigenen Worten wiedergeben. What's the worst pain in the world? Was ist der schlimmste Schmerz in der Welt? For you. Für dich. What's the worst pain for you? Was ist der schlimmste Schmerz für dich? The pain that you feel. Den Schmerz, den du fühlst. The worst pain for me is the pain that I feel. Der schlimmste Schmerz, den für mich ist, denjenigen, den ich fühle. So if Aileen feels pain, Also wenn Aline Schmerzen hat, I say, I'm sorry. dann sage ich, es tut mir leid. But Aber I'm thinking, I'm Ich glad it's denke- not me. ich denke, ich bin froh, dass es nicht ich bin. I'm glad it's you. Ich bin froh, dass es du bist. So what this skin for skin means, Also was dieses Haut für Haut bedeutet, or you said body for body, oder du hast gesagt Körper für Körper, it means people are only worried when it's their own body. das heißt, dass die Leute nur besorgt sind, wenn es ihr eigener Körper ist. In the English, there's a phrase. Im Englischen gibt es so einen Satz, It says you only wanted to save your own skin. da heißt es, du willst nur deine eigene Haut retten. Ja, in German ist es so. Survival of the fittest. Also das Überleben der Stärkeren. I only care about myself at the end of the day. Ich kümmere mich nur um mich selber am Ende des Tages. Every person for themselves. Jede Person für sich selber. All of these is what this skin for skin means. All das ist, was dieses Haut für Haut bedeutet. Just a thought. Also jetzt nur noch ein Gedanke. We've spoken about how evil Jacob is. Wir hatten darüber gesprochen, wie schlecht oder böse Jakob ist. At least I have. Also ich habe 'Cause darüber everyone thinks he's gesprochen, nice. denn jeder denkt ja, er ist gut. He's married. Er ist verheiratet. This is a funny question. Das ist jetzt eine lustige Frage. How many families does Jacob have? Wie viele Familien hat denn Jakob? 4? 4, 2? 2. So obviously he's only got one family. Also offensichtlich hat er nicht nur eine Familie, But when I ask the question, you know where this is headed. aber obviously he has just one family. Yeah, it's him and his wives. Okay, also offensichtlich er hat nur eine Familie, aber wenn ich jetzt diese Frage stelle, dann merkt man, in welche Richtung es geht. But it's broken down. Aber es ist so So heruntergebrochen. I want to go with 2 families. Ich möchte jetzt 2 Familien angeben. Names? Namen: Rachel and Leah. Rahel und Lea. Their handmaids are part of their family. Sie, The handmaids. was? Ihre Mägde sind ein Teil davon. You know when he's walking Wenn er spaziert oder läuft and he finds out or he thinks his brother's going to come, und er denkt, dass sein Bruder kommt, what does he do? was macht er denn? He's got all this family with him. Er hat die ganze Familie mit ihm. How many families has he got with him? Wie viele Familien hat er mit sich? 1. Eine. What does he do? Was tut er? No, before he separates from him, he's evil. Er ist sehr böse. Who's his favorite? Wer ist sein Favorit? What does he do? He puts Rachel's family behind Leah's family. Er tut die Familie von Rahel hinter Leas Familie hinstellen. So if the slaughter comes, Also wenn die Schlacht kommt, he'll get them before he gets them. dann wird er die Lea zuerst kriegen vor der Rahel. Can you imagine what you would think if you were his wife or his children? Kannst du denken, was du denken würdest als seine Frau oder seine Kinder? What your dad thinks about you? Was dein Vater über dich denkt? What your dad thinks about you, even if you're the children? Was dein Vater über dich denkt, auch wenn du das Kind wärst? And then the wife, Und dann die Frau. how evil that was. Wie böse das war. He says, you die first before my favorite wife.
Er hat gesagt, du stirbst zuerst vor meiner Lieblingsfrau. And that might be bad, Das möge vielleicht schlecht but it's sein, not even aber es ist nicht mal women first, then the children. zuerst die Frau, dann die Kinder. It's like my favorite wife with her child, then the rest. Es ist zuerst meine Lieblingsfrau und mit ihren Kindern und dann der Rest. And now you wonder why Jacob is getting into trouble with God. Und jetzt wunderst du dich, wieso das Jakob in Probleme kommt mit Gott. That's one of the stories, another one I made up. Das ist eine andere Geschichte, die ich erfunden habe. Elkanah, Wie sagt man das in Deutsch? Elkanah? this is Samuel's father. Das ist der Vater von Samuel. No, Nein. because the wife that can't. Oh yes, yeah. The wife, his favorite wife, gets the two. Yes, you're Also right. seine Lieblingsfrau bekommt immer 2. Favoritism, crazy. Also das, ja. Bevorzugung. Okay, so, and see verse 4 and 5. I like those verses, the way they're written. Also Vers 4 und 5, ich mag diese Verse. You took all his family Du hast jetzt die ganze Familie and all his genommen possessions, und all den Besitz. and he said, Und er hat gesagt, "That's good. It's das all right." ist gut, super. Which verse? Welcher Vers ist das? When do you say, "Yeah, well, it's cool. It's not a problem"? Wo er sagt, das ist ganz okay, kein Problem. Job Hiob 122. 1 Vers 22. I know people think I read the verses in an ugly way. Ich weiß, dass die Leute denken, dass ich diese Verse in einer hässlichen Art und Weise lese. In all this, Job sinned not. Äh, 122. okay. Ja. In all this, he sinned not, Bei all dem sündigte Hiob nicht and didn't foolishly accuse God. und benahm sich nicht ungebührlich gegen He Gott. didn't attribute this to God. Er hat das nicht Gott angeschuldigt. But Satan says Aber Satan sagt, the reason why he doesn't complain der Grund, wieso dass er sich nicht beschwert, is because you didn't touch his body. ist, weil du nicht seinen Körper berührt Verse hast. 5. Vers 5. Put your hand on him, Mach deine Hand auf ihn and then you'll see what he does. und dann siehst du, was er tut. Question is, Die Frage ist nun, Brother Wolfgang, Bruder Wolfgang, 2:5. jetzt sind wir wieder in 2 Vers Job 5. 2:5. Hiob 2 Vers 5. Satan says, Satan sagt, we did 122, now we've gone back to 2:5. wir haben vorher Hiob 1,22 gemacht und jetzt gehen wir zurück zu 2 Vers The 5. reason he's not cursing, Der Grund, wieso dass er nicht verflucht, because he just lost his investment. ist, weil er einfach Yeah. seine Besitztum verloren hat. Okay, you killed his children, Also du hast diese Kinder getötet, but you didn't hurt him. aber du hast ihn nicht verletzt. And we all know Und wir wissen he can alle, have more children. dass er einfach mehr Kinder haben kann. It's all ugly, I know. Das ist alles hässlich, ich weiß. But he said, touch him. Aber er hat gesagt, berühre ihn. Then you will see what he will say. Dann wirst du sehen, was er sagen wird. So, Also, we have God wir haben Gott and Satan. und Satan. And God says, Und Gott sagt, Job didn't do anything wrong. Hiob hat gar nichts falsch gemacht. And you made me hurt him. Und du hast mich dazu gebracht, ihn zu verletzen. And he didn't complain. Und du hast dich nicht beschwert. Verse 3. Vers 3. Job didn't complain. Hiob hat sich nicht beschwert. We got it all. Job and Satan says, Satan hat gesagt, touch him and then you'll see. berühre ihn und dann siehst du. God said, Gott hat gesagt, go ahead, geh voraus. but Aber don't kill him. töte ihn nicht. My question, Brother Wolfgang, Meine Frage, who was correct? wer war denn richtig? Satan Satan or God? oder Gott? Satan says, Satan sagt, I don't care about his children or his possessions. mich kümmert nicht sein Besitztum oder seine Give Kinder. him pain Tu ihm Schmerz hinzufügen and then see what happens. und dann sehe, was passiert. And God said, Und dann hat Gott gesagt, do what you want mach, was du willst. and we'll see who wins. Und wir werden sehen, wer gewinnt. And who was right, Und God or wer war Satan? richtig? Gott oder Satan? Sister Esther, Satan. you wasn't where? First time in the class, we haven't done it. Das ist der erste Teil im Unterricht, wo wir darüber gesprochen Not haben. this bit.
Wir haben nicht darüber gesprochen, John. Everything that we've discussed in the last 15 minutes was all new. Alles, was wir in den letzten 15 Minuten besprochen haben, ist alles neu. All said Satan, so I have to say. So you have to say God. I don't know. Not sure. The evidence is that God follows Satan's advice. God follows Satan's advice. Also Gott folgt Satans Rat. Sure, but I want to know what Job does. Ja, aber ich möchte wissen, was Hiob tut. His wife says this. Seine Frau sagt das folgende, Verse 9. Vers 9. Then said his wife unto him, Da sprach sein Weib zu ihm, Do you still have integrity? hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Curse God and die. Sage dich los von Gott und stirb. And he said to her, Und er aber spricht zu ihr, You speak as a foolish person. du redest wie ein törichtes Weib. What? Do we receive good and then bless God? Haben wir Gutes von Gott empfangen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? And what if we receive evil? Mhm. Then what would you do? Bei all dem In all of this, in all dem Job did not sin. versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. And then it gets interesting. Dann wird es interessant. Verse 10 I just read. Ich habe jetzt gerade Vers 10 gelesen. So he didn't complain. Also er hat sich nicht beschwert. 122. 1 Vers 21 122 and 210. und 2 Vers 10. He doesn't complain. Er beschwert sich nicht. And then his friends come. Und dann kommen seine Freunde. And chapter 3. Und Kapitel 3, Now what begins to happen? was passiert jetzt? Now he begins to get depressed. Jetzt wird er depressiv And now he begins to do what? und jetzt fängt er an, was zu tun. Leave his job. What's his job? Okay. Of what? Which bit's repeating, enlarging, and which bit? Okay, this was the story until the friends comes, and then all the trouble begins by talking and remembering. And Yes. it begins again and then goes into details and Yes. war and suffering. Maybe the friends would not come and the story would end. So they come, Also sie kommen and what does he begin to feel? Self-pity. und was fängt er an zu fühlen? Er tut sich selbst bemitleiden. A darkness comes upon him, Eine Dunkelheit kommt über ihn and he says, und er sagt, God made a mistake when he was born. Gott hat einen Fehler gemacht, als ich geboren wurde. Who made the mistake? Wer machte den Fehler? Who was wrong? Wer war falsch? God. Gott. So now he begins to blame God. Jetzt fängt er an, Gott die Schuld zuzuweisen. So even though initially it looks like Satan was wrong, Also obwohl es am Anfang aussieht, als ob Satan falsch wäre, chapter 2, Kapitel you 2, begin to see fangen wir an zu sehen, that Satan was correct. dass Satan richtig lag. That the pressure became too great. Dass der Druck zu groß wurde. And his friends haven't even opened their mouths yet. Und seine Freunde haben noch nicht mal ihren Mund geöffnet. They haven't even begun to attack him. Sie haben noch nicht mal angefangen, ihn anzugreifen. And he's already losing his grip, Und his er faith on God. verliert schon die Treue oder der Glaube an Gott. Let's pray. Lasst uns beten. What do we want to say to this? Was möchtest du damit sagen? That he's cursing God. Dass er Gott verflucht. However subtly he's doing it, Wie auch immer er es tut. when Satan says you touch him, Wenn Satan sagt, du berührst ihn, you'll see how he behaves. dann wirst du sehen, wie er sich verhaltet. And as his wife says, Und wie seine Frau sagt, you still have integrity hast du immer noch Glauben, after you've been completely humiliated. nachdem du so gedemütigt wurdest. Just curse Einfach fluch ihn, and die. verfluch ihn einfach und stirb. And that's what he does. Und das ist, was er tut. He curses the day that he was born and wishes he was dead. Er verflucht den Tag, als dem er geboren wurde und wünscht sich, dass er tot sei. Okay? Wieso fängt denn das so spät an und nicht mit seiner Frau?
as the reality begins to settle into his mind, wie jetzt nun die Realität in seinem Verstand aufkommt, doubts begin to grow. dann fangen die Zweifel an zu wachsen. Depression begins to set in, Die Depression kommt auf and he can't cope with this pressure, und er kann mit diesem Druck nicht umgehen. which is exactly what Satan said would happen. Welches genau das ist, was Satan gesagt hat, dass es passieren wird. And why sit the friends together and say no word? Wieso sitzen denn die Freunde zusammen und sagen kein Wort? If you saw all of this, Wenn du das hier jetzt alles siehst, you go to someone's house, dann gehst du zu einem Haus the von last time you jemandem saw them, und das letzte Mal, als du sie gesehen hast, he was strong and lusty, war er ganz stark und normal, a multi-millionaire. ein Multimillionär. Then you see him Dann siehst du ihn bankrupt, ausgeraubt, all his children dead, alle seine Kinder sind tot and you see und du siehst, the reason that they died der Grund, wieso dass sie gestorben sind, was supernatural. war übernatürlich. You can't believe all of this ill fortune. Du kannst es dem allem nicht glauben. You look at your friend, Du schaust dir deinen Freund an, he looks half dead. er sieht halb tot aus. What could you say? Was sagst du dann? You just sit there in shock. Du sitzt dort einfach im Schock. That's why they don't speak. Deswegen sprechen They sie just nicht. look at him and they think, what has gone wrong? Sie schauen sich ihn einfach an und sie fragen sich, was ist hier falsch gegangen? We thought Wir haben gedacht, that this man was good. dass dieser Mann gut war. And how could it have gone so bad? Wie konnte es denn so schlecht herauskommen? 2:12. 2 Vers 12. And when they lifted up their eyes afar off, and they didn't recognize him, they lifted their voice and wept, and they tore their clothes and sprinkled dust upon their heads toward heaven. Und als sie von ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und jeder zerriss sein Gewand, und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. The Bible says, Die Bibel sagt, you weep with those who weep, you laugh with those who laugh. du weep. Cry. Du weinst mit denen du liebst und du lachst mit denen. Ha? Du weinst mit denen, die weinen und du lachst mit denen, die lachen. Job is sitting there, Hiob sitzt dort not speaking, und er spricht nicht. depressed. Er ist ganz depressiv. What can they say to him? Was können sie ihm denn sagen? They just sit down Sie sitzen einfach hin and don't say a word. und sagen kein Wort. They enter into his misery with him. Sie gehen mit ihm in seinen schlechten Zustand. And after 7 days, Und nach 7 Tagen, then Job begins to complain. dann fängt Hiob an, sich zu beklagen. And when he speaks, Und, then they speak. und als er angefangen hat zu reden, reden sie auch. The friends could have comfort him. Let's say, so we are also rich, we give you money so you can build up or something like that. But it seems the case that the friends poke in his wounds and his wife does the same, so that it's even worse for him, the pain. Yes, they could have comforted him, Sie hätten ihm helfen können, they could have supported him, sie hätten ihn unterstützen können, but they poke him aber sie haben nur die Wunde noch größer gemacht. because they know, Denn sie wissen, they know the Proverbs. denn sie kennen die Sprüche. Curses like this don't come for no reason. Flüche kommen nicht einfach aus keinem Grund. There's a Bible verse. Look to the person before he died. How kind of lips he has. Can you remember? Nope. Find it if you can for tomorrow's class. I was just going to point out in the last chapter of Job, Oh, we'll do that later. it's just Oh. called Job's captivity. All of this is called his Oh, it's captivity. called his captivity. Also dieses Kapitel wird eigentlich die Gefangenschaft von Hiob genannt. Good. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray that you'll bless us, Wir beten, dass du uns segnest. touch our lives, Bitte berühre unser Leben. humble us, Father, Bitte demütige uns. even though we may be in a difficult place. Auch wenn wir vielleicht an einem schwierigen Ort sind,
We know that you never cursed the day that we were born, wissen wir, dass du nie den Tag verfluchen wirst, an dem wir geboren and sind. you only have thoughts of good towards us. Und du hast nur gute Gedanken gegenüber uns. Help us to believe that. Hilf uns, dass wir das glauben In können. Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.